Hallo bei Ink Up Your Pen. Heute möchte ich euch einen weiteren Füllfederhalter aus China vorstellen. Das ist meine letzte Erwerbung, also meine neueste Erwerbung. Ein Hongdian 100. Hier schon mal zu sehen. Ihr seht, aufwendig verarbeitet. Wir gehen da wie immer gleich näher drauf ein. Ich werde euch den Füllfederhalter beschreiben, werde so ein bisschen was zum Hintergrund erzählen. Dann gehen wir aufs Material ein, auf den Preis natürlich und dann machen wir Maße und Gewicht. Dann machen wir den Schreibtest. Dann sage ich euch, was mir gut gefällt, was mir weniger gut gefällt am Hongdian 100 und zum Schluss ziehen wir ein kurzes Resümee und wie immer sage ich euch, auch wenn ich nichts dafür bekomme und leider habe ich auch keinen Gutschein für euch, wo ihr den denn kaufen könnt und zu welchem Preis ihr ihn denn erstehen könnt. Dann beginnen wir jetzt mit dem Hongdian 100. Das ist er, der Hongdian 100. Da gibt es auch im Internet noch nicht allzu viele Informationen darüber. Dieser Füllfederhalter ist eine Ganzmetallkonstruktion und ich zeige euch gleich, es ist ein Kolbenfüllhalter. Es ist sehr aufwendig gestaltet. Ihr seht es hier, wenn ich den mal so ein bisschen drehe. Da steht übrigens auch die 100 hier oben. Hier seht ihr das. Das ist die Modellbezeichnung. Und ansonsten, wie gesagt, alles aus Metall. Kappe, Schaft, alles aus Metall. Können wir da gleich mal aufschrauben. Auch hier Griffstück, Metall, Feder, Stahlfeder wie immer, ganz klar. Ja, fangen wir mit der Kappe an. Der Clip, der ist sehr fest. Also ihr seht es hier, wenn ich hier versuche dran zu ziehen, da denke ich mal, der ist so gut wie unbrauchbar. Muss man leider so sagen, liebe Leute von Hongdian. Da könntet ihr hier hinten, weil ihr habt ihn auch so gestaltet, wenn ihr den federgelagert gemacht hättet, könnte man hier hinten drauf drücken und dann hätte man einen funktionsfähigen Clip. Aber ansonsten muss ich viel Lob aussprechen. Das sieht toll aus, finde ich, dieses Material. Das ist schwer, ist Metall. Die ganze Kappe ist hervorragend verarbeitet, hat hier nochmal so einen kleinen Abschluss in Metall. Wir können mal reinschauen. Mal hier die Lampe zur Hilfe nehmen. Gucken, ob man da ein bisschen was sieht. Ja, man sieht nicht so viel. Das Kunststoff ausgekleidet in ein Kunststoffring. Auch hier sieht man das Kunststoffgewinde. Da könnt ihr mal gucken. Und hier am Ende, jetzt sieht man es noch ein bisschen besser, also komplette Kunststoffverkleidung im Inneren des Metallaußenkörpers. Okay. Ja, was ist noch bemerkenswert? Abschlussstück an der Kappe. Sieht fantastisch aus. Das ist ein Stern. Den habe ich auch schon mal in Rot gesehen. Ich weiß nicht, ob es da verschiedene Ausführungen wohl geben muss, ob es noch mehr Ausführungen gibt, ob es noch andere Farben gibt. Das ist hier wie mit so einem Kunstharz überzogen und sieht hervorragend aus. Hier nochmal extra eingefasst. Also ja, fast spektakulär könnte man sagen. Also ein wirklich schöner Füllfederhalter. Ja, Hongdian 100. Ich habe mich mal so ein bisschen informiert, wie kommt es dazu? Auch mit diesen ganzen Ornamenten, die hier drauf sind. Angeblich handelt es sich um ein Sondermodell, das für die 100 Jahre der Kommunistischen Partei in China steht. Kann ich jetzt nicht abschließend Stellung zu nehmen, ob das wirklich so ist, aber es spricht schon was dafür, weil man hat hier einen sehr aufwendigen Füllfederhalter gestaltet. Insofern, wenn ihr euch das mal anschaut, dann müsst ihr schon ein bisschen schauen, bis ihr sowas hier bei einem chinesischen Füllfederhalter dann auch wiederfindet. Ja, so viel zu der Kappe. Können wir die mal neben hinpacken. Dann kommen wir zur Feder. Da werden wir mal ein bisschen den Autofokus bemühen. So, dann schaut euch die mal an. Eine feine Feder, da steht's, F, dann Hongdian. Und dann finde ich sehr schön, ich habe ja schon mal eine Rezension von einem Hongdian gemacht. Die findet ihr hier bei YouTube oder auf meiner Website. Das war der A3.
Und auch da habe ich besonders die Feder hervorgehoben. Auch hier hat man sich sehr viel Mühe mit dieser Pagode gegeben, um etwas Besonderes in die Feder oder für diesen Füllfederhalter eine besondere Feder herzustellen. Ich finde auch, das sieht sehr, sehr gut aus. Das ist wirklich gut gelungen. Dann gehen wir mal wieder mit dem Autofokus ein bisschen raus. Ja, Griffstück aus Metall, aber ich finde die Stärke, ich mag so die kräftigen Füllfederhalter, Stärke ist hervorragend, der Durchmesser ist hervorragend und es ist überhaupt nicht rutschig. Also da braucht ihr keine Bedenken haben, wenn ihr sonst eher Metallgriffstücke verschmäht, dann könnt ihr bedenkenlos zu diesem Füllfederhalter greifen. Da gibt es überhaupt keine Probleme, der liegt bombenfest in der Hand. Und auch von der Größe her, ihr seht es hier in meiner Hand, absolut perfekt, weil ich denke mal, man kann es zwar machen, ich will es auch hier mal tun, das Metallstück oder die Metallkappe aufsetzen, aber er wird dann schon recht schwer. Wir kommen ja dann gleich zu Maßen und zum Gewicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich den mit Kappe benutzen werde, aber ohne Kappe völlig in Ordnung und liegt sehr gut in der Hand. Ja, man kann hier nichts abschrauben, weil, hier seht ihr es schon, wenn wir mal ein bisschen beleuchten, oder vom Hintergrund mal her, hier seht ihr es schon, ein Sichtfenster für die Tinte. Da könnt ihr dann schauen, wie viel Tinte noch drin ist. Also es handelt sich um einen Kolbenfüllfederhalter und insofern also ein wirklich sehr schönes Stück. Das bewegt ihr hier oben, da zieht ihr den Kolben hoch und schraubt ihn dann wieder fest. Kann ich jetzt nicht machen, sonst kommt mir hier die ganze Tinte raus. Ja, ich hatte noch eine Sache vergessen, die können wir gleich nochmal nachholen. Ich schraube den jetzt nochmal zusammen. Man braucht etwas mehr als eine Umdrehung, um den zu öffnen. Also ich schraube mal hier. Jetzt haben wir eine Umdrehung. Und hier geht er ab. Also etwas mehr als eine Umdrehung finde ich perfekt, um auch mal eine Notiz zu machen. Er hält auch perfekt. Einzige Sache, die problematisch werden könnte, ihr habt es ja vorhin hier gesehen, hier seht ihr es auch nochmal. Wir haben hier ein Metallgewinde und hier haben wir ein Plastikgewinde oder ein Kunststoffgewinde. Da denke ich mal, wäre es schön gewesen, wenn man beide Gewinde aus Metall gemacht hätte. Das hätte sicherlich zur Langlebigkeit des Füllfederhalters beigetragen. Ja, ansonsten kann man hier nochmal sehen, halt müssen wir mal umdrehen, weil das steht alles auf dem Kopf. Kann man hier nochmal sehen, hier seht ihr chinesische Mauer. Hier seht ihr eine Pagode. Auch da nochmal ein bisschen chinesische Mauer, Ornamente. Also wirklich sehr aufwendig gestaltet. Sieht toll aus. Auch hier das Schaftende, das ja quasi den Pumpenmechanismus des Kolbenfüllers darstellt, auch sehr griffig gemacht. Also hat auch beim ersten Mal Tinte aufziehen hervorragend funktioniert. Also ein wirklich wertiger Füllfederhalter. Diese Gesamtmetallkonstruktion, die hat natürlich auch ihren, ich sag mal, Gewichtspreis sozusagen. Der ganze Füllfederhalter wiegt, befüllt mit Tinte, 48,8 Gramm. Da mögen jetzt einige durchatmen und sagen, ganz schöner Klopper. Ja, ist richtig, aber ich finde ihn sehr angenehm. Aber ich muss auch immer dazu sagen, ich mag diese schweren, kräftigen Füllfederhalter. So im geschlossenen Zustand misst er 13,7 cm, wie ich euch eben gezeigt habe, mit aufgesteckter Kappe. Ich würde es euch zum Schreiben nicht unbedingt empfehlen. Misst er dann 15,7 cm. Und ohne Kappe, wenn ich ihn so in der Hand habe, wie ich es euch vorhin eben gezeigt habe, also als einfacher Füllfederhalter ohne Aufstecken der Kappe, da misst er 12,4 cm. Also aus meiner Sicht eine perfekte Größe, eine perfekte Länge, ein perfekter Durchmesser. Ich bin begeistert von diesem Füllfederhalter und deswegen werde ich auch euch als nächstes mal einen Schreibtest für diesen Füllfederhalter vorführen. Der Schreibtest mit dem Hongdian 100. Also Hongdian 100.
gekennzeichnet als F-Feder. Das ist ein Kolbenfüllfederhalter. Die Tinte ist Lamy T52 Bronze. Und das Papier ist wie immer Clairefontaine. DCP 160 Gramm. Okay, dann könnt ihr mal hören, wie diese feine Feder hier über das Papier gleitet. Ich finde, das ist wirklich ganz fantastisch. Da hat Hongdian super Arbeit gemacht. Ihr habt es gehört, die feine Feder klingt toll. Ich finde, die schreibt auch gar nicht mal so fein. Da geht schon zur Tendenz M, finde ich. Aber das könnt ihr euch selber ja mal anschauen, wenn ihr dafür Interesse habt. Versuchen wir mal kurz offen lassen. Das habe ich jetzt gemacht. Und schnelles Schreiben. Mal gucken, ob er gleich wieder da ist. Ist er. Also, auch hier kein Problem. Füllfederhalter oder Tintenfluss kommt jederzeit mit. Ich finde, für eine feine Feder kommt da auch recht ordentlich Tinte. Wir können das mal hier anschauen. Also das ist schon gut. Deswegen denke ich ja auch, Tendenz geht so ein bisschen zur mittleren Feder. Und ja, dann versuchen wir nochmal verkehrt herum zu schreiben. Auch hier muss ich sagen, ihr hört es, ja. Es gibt Besseres, aber es klingt auch nicht, oder es schreibt sich auch nicht wirklich unangenehm und es klingt auch nicht unangenehm. Also er kommt auch jederzeit mit, da gibt es auch keine Schwierigkeit. Dann machen wir als letztes nochmal den Test, ob wir hier ein bisschen Variation in die feine Feder hineinbekommen. Ja, ihr seht es am Tintenfluss, da ist ein bisschen was. Aber eine wirkliche Variation kann ich hier ja, ein bisschen erkennen. Aber das ist wirklich zu vernachlässigen. Ja, so viel zum Schreibtest mit dem Hongdian 100. Und dann möchte ich euch als nächstes erzählen, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt am Hongdian 100. Was gefällt mir gut? Was gefällt mir weniger gut am Hongdian 100? Also ich finde, ich kann euch ja hier nochmal zeigen, er sieht absolut wertig aus in seiner ganzen Aufmachung. Diese Metallkonstruktion ist wirklich, wirklich toll. Die ist sehr schön verarbeitet. Diese ganze aufwendige Gestaltung des Schaftes und der Kappe, finde ich, ist toll. Was mir bei Hongdian jetzt das zweite Mal auffällt, ist die aufwendige Gestaltung. Wir werden mal sehen, ob wir das hier ein bisschen näher ranbekommen. Lasst mich mal probieren. Dass wir hier nochmal ranzoomen. So, versuchen wir das nochmal. Ihr seht das nochmal, diese aufwendige Gestaltung der Feder. Das kann man ruhig nochmal zeigen. Das ist wirklich eine Sache, die ich bei Hongdian festgestellt habe und ich finde es toll. Ich finde nicht nur, dass die sich so viel Mühe geben, diese Feder so zu gestalten. Nein, das sind auch hervorragende Federn. Das ist ein absolut super angenehmes Schreiben mit dieser Feder. Sie sieht toll aus. Also man kann sich kaum mehr wünschen von einer solchen Feder. Insofern also alles ganz, ganz perfekt. Das Schreibgefühl liegt perfekt in der Hand. Ich mag ja, habe ich euch ja gesagt, so die kräftigen Füllfederhalter vom Durchmesser her. Also mir ist er auch nicht zu schwer. Klar, 48,8 Gramm, das ist mal eine ganze Masse. Aber es ist ein toller Füllfederhalter. Ich kann ihn euch wirklich ans Herz legen. Tintenfluss ist perfekt. Er schreibt sofort an. Die Metallkonstruktion. Das Einzige, was ich jetzt hier noch negativ anmerken möchte, ist die Verbindung zwischen Kappe und Griffstück bzw. Schaft.
Das ist eine Konstruktion aus Kunststoff und Metall. Das, glaube ich, ist nicht so langlebig. Da könnte Hongdian noch mal nachlegen und könnte in der nächsten oder im Fertigungsprozess vielleicht das nochmal optimieren, dass man da Metall auf Metall hat. Aber auch da muss ich sagen, es ist toll. Also mit diesem kleinen Manko. Ich persönlich würde mir auch von vielen chinesischen Herstellern immer die Möglichkeit einer mittleren oder einer breiten Feder wünschen. Das ist sehr, sehr schwer zu bekommen. Ich habe den Füllfederhalter hier bei AliExpress gefunden. Es gibt ihn auch bei eBay. Ja, es ist, ich sag mal, für den chinesischen Markt hergestellt und das sind halt Federn in mittlere Federn oder breite Federn da anscheinend nicht so gefragt. Das ist eigentlich so das, was ich an Manko hätte. Der Clip ist nicht wirklich funktionsfähig. Das ist auch noch ein Hinweis, da könnte man mit einem federgelagerten Clip könnte man noch einiges machen. Ja, ich habe euch schon gesagt, wo ich ihn gekauft habe, bei AliExpress, wie immer. Ich bekomme da nichts dafür, weder von eBay noch von AliExpress noch von Hongdian. Aber ich habe ihn im Angebot gekauft, 29 Euro. Und dafür finde ich, ist es ein absolutes Schnäppchen inklusive Versand. Er kostet jetzt so um die 40 Euro. Aber auch dafür muss ich sagen, ein Kolbenfüllfederhalter vom ganzen Aufbau her, von der ganzen Machart her, von der ganzen Verarbeitung her. Es gibt natürlich vergleichbare Füllfederhalter, aber wer vielleicht so ein bisschen was Besonderes möchte und so ein bisschen etwas, was vielleicht auch was hermacht optisch, ich finde ihn nicht aufdringlich. Er ist natürlich schon ein Hingucker, also es ist kein Understatement-Füllfederhalter, das ist klar. Aber ich finde, in meinem Fall 29 Euro oder vielleicht kommt er auch mal wieder ins Angebot oder auch 40 Euro sind da angemessen. Es ist kein Schnäppchen und schon gar nicht für einen chinesischen Füllfederhalter, aber ich finde, er schreibt sich toll. Das muss ich wirklich sagen. Hongdian hat hier auch bei dem letzten Test bei mir das A3 ganz hervorragende Arbeit geleistet. Ich bin da bisher nicht enttäuscht worden und werde, glaube ich, auch zukünftig mal so ein bisschen bei Hongdian nochmal schauen, was die so noch alles auf den Markt werfen. Es sind keine Preisbrecher, aber sie liefern auch eine entsprechende Qualität. Ja, wie seht ihr das? Habt ihr ähnliche Erfahrungen? Habt ihr vielleicht ganz andere Erfahrungen? Dann würde ich mich über eure Meinung freuen, über eure Kommentare freuen und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal bei Ink Up Your Pen.